Zu unserem 100. Video haben wir heute einen besonderen Gast bei uns im Studio, unseren Partnermanager Thorsten Peters von Haufe. Ich bin Inga von S&S Software Partner und heute erzählen Dirk und Thorsten uns gemeinsam, wie das Cloud ERP Haufe X360 es schafft, eine so hohe Nutzerzufriedenheit und so hohe Wachstumsraten zu generieren. Hallo Thorsten und hallo Dirk. Ja, danke Inga. Hallo Thorsten. Hi Dirk. Ich finde es großartig, dass du den weiten Weg von Freiburg hierher gemacht hast, wohl wissend, dass du gar nicht wirklich aus Freiburg kommst. Vielleicht sagst du mal ein paar Takte dazu, woher du kommst, was du machst und wie die Beziehung ist. Und dann steigen wir gleich mal ein in die Themen, die Inga ja auch schon angesprochen hat, angerissen hat. Ja, danke Dirk. Ich bin Thorsten Peters, ich bin Partnermanager bei der Haufe. Bin in Freiburg angestellt, wohne und arbeite aber eben halt im Osnabrückerland und betreue eben halt unter anderem den Partner S+S, um eben halt das Marktpotenzial gemeinsam zu heben. Ja, und da bist du bei uns in der Kommunikation mit Tom und Jörg natürlich regelmäßig. Du bist im Dialog mit Inga, mit unseren Projektleitern, eigentlich mit allen, die regelmäßig oder die Verantwortung haben rund um das Thema X360. Ja, es geht ja darum, letztendlich die gesamtheitlichen Herausforderungen zu erkennen und dann eben halt die Weichenstellung gemeinsam zu besprechen, wie wir zukünftig gemeinsam den Kunden ein gutes Kundenerlebnis bestellen können und eben halt eine Kundenzufriedenheit eben halt heben können. Und da seid ihr ja vorbildlich schon unterwegs. Ja, vielleicht zum Hintergrund, Haufe befragt regelmäßig seine Kunden und prüft dort auch die Kundenzufriedenheit in Bezug auf das Projekt, aber eben auch in Bezug auf die Partnerbetreuung. Und darauf beziehst du das eigentlich, da kriegt ihr ja so ein Feedback. Genau. Aus Datenschutzgründen können wir das dann immer nicht einsehen, aber es freut uns zu hören, dass wir da nicht ganz schlecht abschneiden. Haufe X360 basiert ja, vielleicht gehen wir jetzt mal zum Produkt, basiert ja auf einem weltweit verbreiteten Produkt. Auf Acumatica, das heißt dann in Frankreich Cegid, das heißt in Australien Myobi und in angelsächsischen Staaten heißt es dann Acumatica. Da tut sich eine ganze Menge. Ja, ihr wart jetzt als Partner für Deutschland, Österreich und Schweiz von Acumatica auf dem Acumatica Summit. Ich habe so in den Mitteilungen zwei Themen gesehen. Das war einmal das Thema Fundament und das Thema Plattform, wo sich wirklich viel tut. Ich glaube, das ist für die Anwender, aber auch für diejenigen, die sich mit X360 als mögliche künftige Unternehmenslösung beschäftigen, ein ganz spannendes Thema. Kannst du das mal ein bisschen näher erläutern, was da geplant ist? Gerne. Ich mache einen ganz kleinen Bogen. Ja. Also die Acumatica selber ist eben halt ein innovatives Unternehmen, was in der USA aktiv ist. Und wenn man sich überlegt, wenn man eben halt ein Produkt eben halt für einen nur deutschen Markt eben halt entwickelt, hat man natürlich weniger Verkaufspotenzial, als wenn man es weltweit verkauft. Das heißt, wir profitieren ganz klar von diesem Innovationshub Acumatica. Ja. Das heißt, die Basissoftware, die dort geliefert wird. Und haben dann eben halt den zweiten Vorteil, das heißt, wir covern als Haufe, als familiengeführtes Unternehmen mit den langfristigen Verträgen mit Acumatica das Ganze eben halt für die Deutschen oder für die Dachregion und können so eben halt diese Sicherheit eines Familienunternehmens eben halt an den Endkunden komplett vermarkten. Und bieten eben halt mit der Expertise der Haufe und dem Wissen an der Haufe eben halt die Finanzbuchhaltung und die deutsche Lokalisierung für den Endkunden, sodass man weiß, dass das ganze Thema gut eben halt betreut werden kann. Ja. Und da in dem Kontext sind wir auch Partner von Haufe und diese Plattform, die wächst ja im Moment auch technologisch auf der einen Seite, aber auch, ich sag mal, in der Verbreitung, ne? Genau, also es wird einmal in der Technologie immer weiter investiert, was auch nochmal ein gutes Signal an den Endkunden ist, dass man eben halt nicht ein Ergebnis, was einfach da ist, verwaltet und eben halt vertrieblich ausschlachtet, sondern hier wird wirklich in die Substanz, in die Plattform investiert. Dort werden wir in den nächsten Monaten, Jahren extreme Performance-Verbesserungen feststellen können,
weil eben halt eine technologische Umstellung eben halt vonstatten geht von .NET Core, von .NET auf .NET Core und damit eben halt ein Wachstum da ist. Aber auch eben halt rein die Usability, die ja schon immer gut gewertet ist bei der Acumatica, dass diese Usability einfach nochmal auf das nächste Level gehievt wird. Und das ist alle paar Jahre mal wieder notwendig. Ja. Die Technologien wachsen und jemand, der eben stehen bleibt, wird auch eben halt verlieren im Markt. Ja, das ist schon, also wenn man Software herstellt, dann ist man da sehr darauf bedacht. Man darf das nicht unterschätzen. Für uns als Anwender, wenn ich uns jetzt mal als Anwender sehe, es ist natürlich so, dass wir einfach eine permanente Veränderung haben in der Art und Weise, wie wir bestimmte Anwendungen bedienen. Ja? Die Anwendung, sei es eine Seite von Google, sei es Windows zum Beispiel oder unsere Smartphones, all das, wie wir das bedienen, erzeugt eine Erwartungshaltung. Und ERP-Systeme haben ja eher einen längerfristigen Entwicklungshorizont und fühlen sich dann plötzlich ganz schnell, nach 10, 12 Jahren, plötzlich alt an. Und das steckt eigentlich dahinter, dass man dort auch bei der Benutzerfreundlichkeit so hinterher ist. Das macht ja auch deren ist ja einer der Gründe für das Wachstum. Das spiegelt sich ja auch in den Bewertungen von Haufe X360 wieder und von Acumatica in internationalen Bewertungen, wo halt immer wieder hervorgehoben wird, wie benutzerfreundlich Acumatica und Haufe X360 sind. Da räumt er ja regelmäßig auch Preise für ab, ne? Ja, also letztendlich die Lösung ist letztendlich als systematischer Baukasten mal entwickelt worden. Das heißt, wie geht man bei einer Massenabarbeitung vor, wie sieht die Maske halt aus? Ja. Und dann wurde eben halt die reine Funktionalität darauf implementiert. Und das führt immer dazu, dass eben halt jede Massenabarbeitung, egal in welchem Kontext man unterwegs ist, immer der gleichen Systematik folgt. Das heißt, man findet sich unheimlich gut zurecht. Der Speicherbutton ist immer an der gleichen Stelle, der Prozess ist immer gleich aufgebaut, egal in welchem Modul, in welcher Funktionalität man eben halt ist. Ja. Das führt natürlich zu einer extrem hohen Kundenzufriedenheit bzw. Nutzerfreundlichkeit. Und dann eben halt immer noch den nächsten Schritt zu gehen. Das heißt, nicht einfach festzuhalten am Status Quo, sondern eben halt eine Schippe draufzulegen und zu sagen, okay, wir haben eine gute Usability-Bewertung im Markt und dennoch eben halt zu sagen, okay, wir können was tun, um noch besser zu werden und es dann noch zu tun. Und das ist das, was eben halt Acumatica auszeichnet. Acumatica als Innovator. Haufe ist ja in Deutschland schon, ich weiß, glaube ich, nach 1924 oder sowas ging das, glaube ich, diese Haufe-Story los. Ihr seid ja eigentlich bekannt für Kompetenz rund um das Thema Finanzen, Controlling, Vertrieb, ja, also viele Zeitschriften, digitale Medien, Veranstaltungen rund um diese Themen kommen ja von Haufe. Und ihr bietet ja eigentlich, ich sage mal, ein Lösungsportfolio rund um den Arbeitsplatz an. Und mit einem ERP-System für den Mittelstand habt ihr da eine wichtige Lücke geschlossen. Aber ihr bringt natürlich Kompetenzen mit, die sich jetzt auch in der deutschen Lösung widerspiegeln. Kannst du mal sagen, wie sich gerade Haufe X360, ich meine, ihr seid gestartet vor 4, 5 Jahren. Circa, ja. Wie sich das im Moment entwickelt? Als erster Schritt wurden letztendlich die Lösungen von Acumatica lokalisiert. Es wurde das eben halt das Finanzbuchhaltungsbereich und das Rechtbereich wurde eben halt dazu gebaut. Und der nächste Schritt ist letztendlich, dass wir eine gesamtheitliche Lösung dem Endkunden bieten wollen. Das heißt, wenn man als Endkunde eben halt sich überlegt, was für Tools braucht man eben halt, um sein Business zu machen, da gehören dann mal weitere Lösungen dazu, neben dem CM- und ERP-System. Und genau das haben wir ja auch erkannt, dass wir eben halt uns weiterhin darum kümmern wollen, eine Business Suite zu werden, also eine Gesamtlösung, um dort eben halt Lücken zu schließen und eine gesamtheitliche Lösung beim Endkunden dann darstellen zu können. Ja, und daraus erzeugt sich natürlich auch Wachstum. Ne? Bei Acumatica, die werben ja jetzt schon seit vielen Jahren damit, dass sie das am schnellsten wachsende System sind. Ich glaube immer noch, jetzt nach 10 Jahren, mit plus 34% im Jahr. Ja, die plus 34 sind jetzt am Summit bekannt gegeben worden. Es gibt eben halt einzelne Sparten, die dann eben halt stärker wachsen. Zum Beispiel der Bereich Manufacturing, also der mit 50% wächst und damit ganz klar weiter auf einem großen Wachstumskurs sind. Trotz einer großen Kundenbasis. Das sind über 10.000 Kunden, die dort bereits in der Basis drin sind und dann eben halt dieser Wachstum von 34 bis 50%. Das ist natürlich enorm.
So viel, glaube ich, darf man verraten. Ihr habt noch ein größeres Wachstum, haltet euch aber mit Zahlen ganz gerne auch ein bisschen bedeckter, ne? Genau, also wir sind momentan ja in einer Startphase, wir wachsen darüber hinaus, tragen dazu natürlich beim Erfolg von Acumatica und deren Zahlen wesentlich bei, was natürlich auch eine gute Story ist. Wir werden gut wahrgenommen in den USA. Du hast ja eben angesprochen, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, hast den Begriff Business Suite in den Mund genommen. Ja. Also wenn wir von einem ERP-System reden, dann haben wir ein CRM-System, dann haben wir eine Warenwirtschaft, wir haben eine Finanzbuchhaltung, wir haben ein Kundenportal, also in vielen Fällen, und andere Module, die zum ERP gehören. Wenn das jetzt von Haufe ausgebaut wird zu einer Business Suite, was muss ich mir darunter vorstellen? Was sind andere Themen für das Unternehmen, die damit abgedeckt werden? Ja, es geht darum, dass wir gesamtheitlich eine Software-as-a-Service-Solution schaffen wollen. Das heißt, wir überlegen uns, wie können wir typische Business Cases komplett in die Software bringen oder durch das Thema ISV, durch dritte Partner an unserer Seite zu einer Gesamtlösung bringen. Und da ist immer die Frage, was braucht der Endkunde? Zum Beispiel haben wir in Deutschland die revisionssichere Datenablage. Das heißt, eine ganz typische Fragestellung bei uns im Haus ist, wie können wir eben halt die revisionssichere Datenablage als Gesamtlösung nach außen darstellen, und da ist in solche Richtungen gehen dann unsere Gedankengänge. Ja, ISV müssen wir vielleicht erklären. Also Softwarepartner wird jetzt selber auch zum nächsten Haufe X360 Summit als Independent Software Vendor, dafür steht das, hinfahren. Wir in diesem Fall mit unserer ganz neuen Lösung für Shopware. Aber wir sind ja nicht der einzige Partner, wir machen viel Richtung E-Commerce. Wir sind nicht der einzige Partner, der ISV ist. Was machen ISVs und was bedeutet das auf der einen Seite für Haufe und für den Anwender, dass es diese ISVs gibt und dass die machen, was sie tun? Genau. Wichtig ist, dass man eben halt fokussiert bleibt auf ein Kerngeschäft und zwei zusätzliche Bausteine sehen wir, die wir brauchen. Das eine ist eben halt die Vertikalisierung, die bestmögliche Lösung für eine bestimmte Branche herzustellen. Das heißt eben halt durch Customizations in der Software eine bestimmte Branche sehr gezielt anzusprechen. Das zweite Thema ist letztendlich, dass eben halt es gibt Softwareanbieter, die eben halt eine sehr gute Lösung am Markt haben. Und diese zu integrieren und miteinander sprechen zu lassen. Und da wieder ein Vorteil der Acumatica-Plattform und der Haufe X360-Lösung ist, dass man eben halt eine sehr starke API-Funktionalität hat, das heißt Systeme sehr gut anbinden kann und so eben halt wirklich Integrationen schaffen, die eben halt voll integriert sich anfühlen. Ja, API haben wir mal ein eigenes Video zu gemacht, Thema Schnittstellen, Thema API. Customizations, das ist ja auch was Spannendes und bei Haufe X360, ich kann, ohne das Produkt zu verändern, ohne sozusagen irgendwas am Standard zu machen, mit Haufe X360 arbeiten, aber es auch an meine Bedürfnisse anpassen. Auch da mehrere Möglichkeiten. Wir haben dort einmal die Low-Code-Lösung, das heißt, man kann in die Benutzeroberfläche der Anwendung gehen und kann dort entsprechend Anpassungen direkt vornehmen. Ja. Oder eben halt dann der Expertenmodus, der eben halt dem Partner obliegt, ist eben halt in die Haufe reinzuprogrammieren, in die Lösung reinzuprogrammieren und eben halt weitere Prozesse und Möglichkeiten zu etablieren. Ja. Und es bleibt trotzdem eine Cloud-Anwendung. Es bleibt trotzdem eine Standardanwendung, was ich immer besonders spannend finde. Ihr seid jetzt bei Release 12, glaube ich. Aktuell, ja. Und wir haben alle 6 Monate eigentlich einen Releasewechsel. Und innerhalb von wenigen Wochen sind alle Kunden immer auf das nächste Release hochgezogen. Also es gibt da keine Kunden, die jetzt irgendwie auf alten Ständen verbleiben, sondern es ist sichergestellt durch eine ganz spezielle Logik in dieser Plattform, dass die Kunden auch immer auf dem neuesten Release bleiben und von den ganzen Neuerungen von Acumatica und von Haufe profitieren. Ganz spannendes Thema, müsste man eigentlich noch mal ein eigenes Video zu machen. Ich danke dir erstmal, Thorsten. Sehr gerne, Dirk. Ich finde das toll, dass du da bist. Wir werden im Laufe des Tages mit unserem X360-Team und Thorsten sicherlich noch viele Sachen erleben und machen. Und das nächste Mal sehen wir uns dann spätestens auf dem Haufe Summit. Das wird genial. Danke. Danke, Zwinger. Tschüss. Vielen Dank für die Eindrücke, Thorsten. Und ich bin schon gespannt, was ihr uns auf dem Summit berichten werdet. Wir werden mit Sicherheit ein paar Einblicke geben im Nachhinein. Bis zum nächsten Mal.